Mahlzeit und herzlich willkommen zurück zu Shardlight. Ja, wir sind jetzt hier im U-Bahn-System in einem weiteren Raum angekommen und wir gucken uns natürlich erstmal hier durch, was wir alles hier so haben. Wir haben hier einen Mannequin. Also sie trägt noch irgendwie Reste einer Sportuniform und wir haben hier einen Baseballschläger. Was könnte das wohl sein? Really sells the sporting image. Ein nettes Accessoire, das verkauft auf jeden Fall dieses Sport-Image. Ist auch noch eine Spinne, interessant. Nehmen wir uns den Baseballschläger, können wir den nehmen? Boah, ein Basie ist immer gut, würde ich sagen. Was haben wir hier? Thankfully, it looks like it's been abandoned. Also glücklicherweise sieht es verlassen aus. I'd rather not touch it, just in case it's not abandoned. Und sie will es nicht anfassen, nur für den Fall, dass es nicht verlassen ist. Was haben wir denn sonst noch hier? Jetzt geht's nach oben. Ach, hier ist ein Seil. It's tangled up around that pile of debris. Könnte das können doch vielleicht hier die Dingens sein, ne? Können wir das abschneiden? A nice piece of rope and a freed mannequin. Two birds with one stone. Ein schönes Stück Seil und ein befreites Mannequin. Warte mal. Wenn das jetzt runtergefallen ist. Gucken wir gleich hier weiter. Jetzt liegt es unten. Sehr gut. Können wir jetzt die Handschuhe nehmen? Creepy. Those are some nice gloves it's got on though. Also es ist schon angsteinflößend, aber wir haben jetzt Handschuhe. They're not in bad shape. Sind noch Won't nicht be schlecht. much use if I need to protect my hands though. Sie werden nicht so viel bringen, wenn man seine Hände beschützen müsste, weil es natürlich irgendwelche so stylischen Handschuhe sind und keine Arbeiterhandschuhe, ne? Haben wir sonst noch irgendwas hier? Noch wieder mehr Mannequins und Klamotten. Nice dress. I wonder when that style was last in fashion. Ja, es ist ein cooles Kleid. I don't think it's fit to be worn. Also sie wundert sich, wann das letzte Mal in war, sowas zu tragen, und es sieht nicht mehr so aus, dass man es tragen könnte. Nothing on there worth taking. Ja, und bei den Klamotten hier Still on the rack, though not in very good shape. sind immer noch auf der Leine, aber sehen nicht so sonderlich gut aus und man kann auch davon nichts gebrauchen. Haben wir noch gerade, wo war das Skeleton? Hier, Looks da? like this person was crushed by the ceiling. What an awful end. Ja, das sieht so aus, als ob diese Person von einem zusammenstürzenden Dach gestorben ist. Too late to help now. Doesn't look like there's anything useful on the body either. Ja, es ist zu spät, noch zu helfen, und von dem Körper können wir auch nichts mehr nehmen. Dann gehen wir mal die Treppen hoch. Was haben wir da? Wir sind auf jeden Fall, ja, müssen wir, logischerweise. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... These don't look to be in very good condition. Die sehen auch nicht gut. Das sind nochmal Stoves, verdammt, ey. Weiß ich gerade gar Doesn't nicht. look like they're even worth examining for parts. Okay, da können wir auch nichts, aber wir können auf jeden Fall nichts davon gebrauchen. Ich weiß aber nicht mehr, was Stoves genau sind. Hier sind wir runtergekommen, genau. Hier haben wir, was haben wir It hier? won't have any parts I need. These things are pretty useless. Was ist denn da drin? An old shop vac. I haven't seen one in ages. Ach, das ist na, sag schnell. Ein Staubsauger. So, aber da ist halt nichts Interessantes. Was haben wir hier? Appliances. Ja, Zubehör ist hier. Das Schild. Appliances. Ja, aber sie will das Schild nicht mitnehmen. Hier haben wir einen Anker. Und ansonsten ein, ja, Seems to be full of Schaukasten. fishing equipment. Voll mit Angelausrüstung. Können wir das aufmachen? I can't get to anything inside. The display case is sealed. Die sind versiegelt. Aufschneiden. I don't see how I can use that there. Okay, weil es über Glas. A piece Ja, Glas, Baseballschläger. Desperate times call for desperate measures. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ein Anker? Cool. This anchor is pretty small. I Ist don't klein. think it would work on anything larger than a dinghy. Also viel kann man damit nicht anfangen. Also nicht so die großen Geschichten. Hier ist noch ein This Kühlschrank. fridge still looks like it's doing okay. Können wir den aufmachen? Not surprisingly, it's empty. Okay, I'm das going ist to auch leer. need something to open up the side if I want to scavenge for parts. Sie braucht aber etwas, um die Seite zu öffnen, wahrscheinlich um hinten dran zu kommen, so ungefähr. Versuchen mal wieder rumzuschlitzen, ne?
This isn't in as good a condition as I thought. Only useful part in here is this fuse. Ein I might as well Fuse. hang on to it. Was genau ist denn ein Fuse? Also eine Sicherung. Ah, It's still in relatively good condition. die immer noch in relativ guten Zustand ist. Was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir noch... Looks like Aufzug? this is my only way up. Sieht so aus, als ob wir nur damit hochkommen. I'll bet these are the controls for the elevator, assuming they still work. Das sind die Controls, also die Knöpfe für den Aufzug halten. Ja, weil sie weiß halt nicht, ob die noch funktionieren. Dead. Although I might be able to take a look inside and get it working again. Also ist auch, tut sie nichts mehr, aber vielleicht können wir reingucken, um zu gucken, ob wir es wieder in Betrieb nehmen können. Also nehmen wir unsere Allzweckwaffe, würde ich sagen. Ja, okay. That wasn't so tough. Und These jetzt don't look too complex. It just looks like the main fuse is blown. sieht so aus, als ob die Hauptsicherung durch wäre. Auch was für ein Zufall, dass wir eine Sicherung gefunden haben, genau im gleichen I Raum. sure hope this works. Aha. Müssen wir es auch wieder zumachen? Poking around in there with my fingers probably isn't the best idea. Nö, aber sie will jetzt auch nicht da mit den Fingern rumpopeln. Gehen wir mal rein. Here goes nothing. Ach, sie klettert tatsächlich. Ja, der Hammer. So, jetzt sind wir fast ganz oben. Was ist da? Da ist noch eine Öffnung. Hier ist wieder A bunch Müll. of old office furniture, from the look of it. There's nothing worth salvaging here. Also alte Büromöbel und sowas. Aber da ist nichts, was man noch irgendwie zusammensuchen könnte. Ob man wirklich hier rumlaufen sollte, ist eine A andere bunch Frage. of old office furniture, from the look of it. Ja, also auch da genau die gleichen, auch alte Büromöbel. Was haben wir hier noch? Ja, das ist dann ein Metallbalken, I'm ist das guessing wahrscheinlich, ne? this used to support the structure before it collapsed. Ja, das hat die Struktur gehalten hier, bevor es zusammengestürzt ist. It's way too high for me to reach. Das ist zu hoch, um dran zu kommen. Aber wir müssen ja da hoch. Da hilft ja nichts. Wie kommen wir denn da hoch? Können wir das Ding schießen? Seil. Not a bad idea, but I can't loop the rope around the girder from down here. Ah, okay. Die Idee ist nicht schlecht, aber sie kann es halt nicht feste machen, einfach so. Gut, der ist nur klein, ne? Reicht das trotzdem? Not a bad idea. Keine schlechte Idee. Okay. Quasi ein Kletterhaken. Kletterhaken, damit muss es doch gehen. Okay, da hängt was. Können wir uns jetzt Looks angucken? like that's my way up. Ja, dann geh hoch. Tatsächlich. Deshalb geht sie auch gleich direkt ganz hoch. That was more of a climb than I anticipated. Es war mehr zu klettern, als sie gedacht hätte. What is this place? Und was genau ist das hier, fragt sie sich. Hier ist ein Dummy. Reminds me of the one in the rebel hideout. Ja, also es sieht aus wie bei unserem Rebellen-Versteck. There's nothing on it. Aber da will sie nichts dran machen. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier rüber. Ich will erstmal von links anfangen. Hier ist I ein, wonder if there was once a raven in there. genau, das ist ein Käfig, ein Vogelkäfig. Und sie fragt sich, ob da mal ein Rabe gewesen ist. Und das hier sieht auch ganz, ja, schwer auch so ein bisschen aus wie so ein Rabe, oder? There's nothing inside except an old birdcage liner. I'd rather not touch it. Ja, also da ist nichts Interessantes drin. Und hier, It looks like a giant raven. genau, es sieht aus wie ein Seeing großer that thing Rabe. gliding around the sky would definitely be intimidating. Und das Ding in der Luft zu sehen, wie es durch die Gegend fliegt, wäre sehr eindrucksvoll. I don't know the first thing about hang gliding. I'd probably just fall straight down to the ground. Ja, also sie weiß nichts wirklich hier vom Paragliding und sie wird wahrscheinlich einfach nur direkt auf den Boden fallen. Wenn man das richtig hier sieht, ne, das Ding ja sogar Strippen dran, um sich daran festzumachen quasi. Dann haben wir hier einen Easel, also ich nehme an, dass A es eine sketch of the Zeichnung ist. Reaper. Lots of little design notes written around the sides. Okay, also das ist eine Zeichnung des Sensenmanns. Mit vielen Notizen so an der Seite. Gehen wir erstmal hier rüber. Können wir I das wouldn't nehmen? want to ruin the drawing. Also sie will das Gemalte nicht zerstören. Was haben wir mit dem... Messy. Someone should really clean this place up. Das sind viele Farben quasi, glaube ich, oder so. Farbreste. I don't need them. Aber die brauchen wir auch nicht.
Dann haben wir wieder Those Bücher. look to be mostly medical textbooks. Hauptsächlich medizinische Bücher. I haven't got time for reading now. Okay, will sie sich auch nicht angucken. Können wir noch weiter hier rüber gehen? Okay, wir haben hier echt einen Computerbildschirm oder sowas. Eine Büste. Reminds me of an old dress-up doll I used to have when I was a kid. Quasi so eine Sachen, wo man Klamotten aufhängen kann. I'm not sure I can see anything useful to do there. Aber da ist auch nichts drin, was sie gebrauchen I had könnte. something like this when I was a kid. A jar of dirt where bugs lived. Okay, das ist hier ein Glas mit einem Pilz drin, wenn ich das richtig erkenne, ne? Aber sie hatte mal früher auch sowas, wo dann ein paar Käfer drin gelebt haben. It's too high to reach. Aber sie kommt da nicht dran. Wir können nicht schießen mit dem Basic I don't unter. see how I can. Ne, okay, nicht. Die Handschuhe haben wir auch noch. Können wir das I unterschneiden? don't see how I can use that there. Ne, ebenfalls nicht. Okay, Workbench. Okay, was haben wir hier in Raben? Aha, just what I thought. They're mechanical. Aha, die sind mechanisch, die Raben. Wie ich gedacht Aha. habe. Okay, nein, da können wir nichts machen. These Monitor. look like security monitors. What are they doing here? Die sehen aus wie Sicherheitsmonitore. Was machen die hier? Hier sind auch wieder Weird. I wonder what these are for. schon wieder Pilze. Sie fragt sich, wofür die sind. Können wir die Weird. mitnehmen? Nein, okay. Können wir die Monitore These mitnehmen? look like Nee, auch nicht. Hier sind doch Bücher. anatomy, infectious diseases, biology. Quite a collection. Also Anatomie, ne, und so weiter, Krankheitsgeschichten. Sehr interessante Zusammenstellung. Können wir mitnehmen? Anatomy, infectious. Nein. Hier haben wir dann noch ein kleines Regal. Full of lots of unmarked bottles. I wonder what they're for. Sehr viele unbeschriftete Flaschen. Sie fragt sich, wofür die sind. Full of lots. Na, aber will sie auch nicht dran gehen. Oh, was? Nee. Ah, Amy Willard. You found me. I was hoping you would. How did you... I realize you probably have many questions. I Ja. can give you all the answers you need. But first, allow me to make myself more presentable. Ja. Ach so. Okay. So you are human. Das ist ein Mensch. Yes, I'm sorry to disappoint you if you were expecting more. I don't know what I was expecting, to be honest. Schon sehr interessant, dass er sich jetzt einfach da hinsetzt und also bis You Arzt. told me you were a doctor. Yes, Dr. Edwin Aquino, at your service. I was once the leader of the Green Lung vaccine development team, but after learning about their vaccine distribution, or lack thereof, that quickly changed. Hang on, you knew about the vaccine hoarding? Why didn't you tell anyone? That would have started violent riots. It's not fair to begin a civil war when it would end without a cure for the illness. I wanted to say something. It hurt not to, but the time wasn't right. You didn't think the people deserved to know? They do, and they will. But not while we only have a vaccine and not a cure. With a permanent cure, the aristocracy's hoarding becomes irrelevant, and the focus will be on eradicating the disease. I guess that makes sense. Also er war früher einer der Mitarbeiter oder sogar Vorsteher der aristokratischen Impfstoff, des Impfstofflagers quasi, und er wusste halt natürlich von den Vorräten und auch dementsprechend, dass es genug ist für alle so ungefähr. Aber seitdem dann halt die Aristokraten angefangen haben, das dann halt zu rationalisieren, hat er halt gesagt, das kann er nicht machen. Und wir haben halt gefragt, wieso er davon nichts erzählt hat, ne? Also auch nicht Bescheid gesagt hat, hier Leute, da ist genug da, ihr müsst nicht sterben und so weiter. Und dann sagt er, das hätte halt einfach zum Bürgerkrieg mehr oder weniger geführt. Und es macht einfach keinen Sinn, das zu machen, weil dann hätten sie einfach nur, ja, hätten sich gegenseitig dafür abgeschlachtet und trotzdem wäre es halt immer nur noch ein Impfstoff und keine Heilung quasi des Ganzen. Und er sagte, er will quasi, glaube ich, da hier so ein Heilmittel gegen die grüne Lunge entstehen lassen, dann quasi Bescheid geben, so ungefähr.
was ist jetzt genau mit diesen Raben? Why the mechanical ravens? What do they do? Rather clever little inventions, wouldn't you say? They have video transmitters in their eyes and audio transmitters in their beaks. I use them as scouts, since I can control them remotely. Did you make them? No, someone else did, a long time ago. In any case, they've served me quite well, at least the ones that haven't broken. I have very few left, which is going to be a problem at some point. Ja, also sie haben in den Augen haben sie kleine Kameratransmitter und sie haben auch Audiotransmitter mit da drin und aber jemand anderes hat die hergestellt, schon vor längerer Zeit. Und sie sind sehr, sehr, ja, er kann sie sehr gut gebrauchen, allerdings sind nicht mehr so viele übrig, weil ein paar hat er natürlich kaputt gemacht und das wird langsam ein bisschen problematisch. Und warum genau hast du uns jetzt irgendwie hier angeschaut, You've been zuguckt? following me with your birds. Why am I of such interest to you? You did a lottery job for the Ministry of Energy. That's right. What of it? You've got the disease. You're fighting to survive. You're clever and resourceful. Exactly what I need. Exactly what do you need? After I left the Ministry of Medicine, I began my attempts at developing a permanent cure for green lung. It was a long process, which took over 10 years, but just last month, I had a breakthrough and was able to make this. Is that? Yes, this is the cure for green lung. I've been testing it and it seems to work, but I need to be certain. Aside from that, I don't have the information necessary to mass produce the cure, though I suspect Tiberius keeps it somewhere in the Ministry of Energy. So what is it you need from me? We're both fugitives, Amy. I can't put myself at risk by going to the places I need to. If I'm killed or captured, my research will have all been for nothing. You can clearly take care of yourself. I saw how you handled things at Rockwall Prison and Willowdale Plaza. You helped me out both of those times. I merely provided some assistance. Your survival was your own doing. Now I realize it's a bit much to ask, but your help would be incredibly valuable, not just to me, but to the future of humanity. It's not really much to ask. I owe you my life, after all. Thank you, Amy. I appreciate it. The main thing I need is to find out where Tiberius is keeping my research on mass production. At some point, I'll also need a subject to test the cure on, so I can be absolutely sure it works. Do you have any questions? Okay, also er hat quasi das Mittel gegen grüne Lunge, das Heilmittel gefunden. Er hat nicht die technischen Mittel oder Voraussetzungen dafür, um das in der Maße herzustellen, wie wir es dann brauchen. Und er sucht halt einen Mitarbeiter oder jemanden, der ihm hilft dabei, das quasi zu beschaffen. Und er hat uns halt beobachtet, weil wir halt den Lotteriejob gemacht haben, weil wir wissen, wie wir uns selber helfen können und so weiter. Und deswegen hat er uns halt verfolgt, mehr oder weniger, und beobachtet, weil er uns darum bitten wollte, dass wir ihm helfen. Und wir sagen jetzt, dass halt, da er unser Leben gerettet hat, ist das also quasi keine Frage. Ja. Du trägst komische Sachen für einen Arzt. Why do you dress like that? Intimidation, mainly. The work I do is not exactly looked upon favorably by the government, so I had to come up with a way to make sure I was left alone. The costume is just to make sure anyone who might happen to see me is scared off. So you knew of the rumors about the Reaper and decided to become him yourself? No, I'm the one who started them. Creating the image of death personified seemed a natural deterrent for anyone who might get too close. Thankfully, the rumors seem to have spread rather quickly over the years. You aren't kidding. There's a whole cult dedicated to worshipping you. Yes, I know of them. An extreme example, but I can't deny it helps my work. Ja, also das ist eigentlich mehr ein Zufall gewesen. Also er hat sich das Kostüm eigentlich deswegen ausgesucht, weil er halt nicht auffallen wollte, beziehungsweise sicher gehen wollte, dass keiner ihm zu nahe kommt. Und wenn man halt aussieht wie der Sensenmann, dann haben die Leute automatisch schon ein bisschen Angst ungefähr. Und er kennt auch den Kult und da muss man sagen, der hilft ihm schon ganz gut soweit in seinem Vorankommen. Kann ich dein Testobjekt sein? About your subject, can I try the cure? I'd like to, but it's far too risky. You are one of my greatest assets right now. If this proves to have any adverse side effects, I'll be without your help. Once I can mass produce this, I won't have to be so careful.
Also das wäre eher ungünstig, weil ja, wenn wir sind momentan die einzige Hilfe, die er hat, und wenn wir jetzt dann doch aufgrund von Nebenwirkungen daran zugrunde gehen würden, dann hat er wieder ein Problem so ungefähr. Aber wenn er halt massenweise das produziert, dann brauchen wir nicht mehr sofort vorsichtig sein. Wie finde ich denn die How can Massenproduktionsinformationen? we find the mass production information? Ideally, I could use my ravens to go in and locate it, but I only have 3 working ones left. And as you're well aware, Tiberius's tower is huge. It would take way too long for only 3 ravens to scan the entire place without being detected. Could I take a look at one of them? Of course. Who did you say made these? A friend in the Ministry of Knowledge, but that was ages ago. I know very little about their design. It isn't too complex, actually. I can fix them for you, no problem. You can? Sure. See this bit here? That's the servo, the part that controls the wings. It's worn out, so I just need to replace it with a new one. Are those common? Would we be able to find one or more in the city? Well, I learned about them from working on toy airplanes that my friend had when we were kids. If we could find some, we'd be in business. I wonder. Yes, excellent. As I suspected, there's a hobby shop which has remained mostly intact further in the city, and I can see that they have several model airplanes. Great, I'll go get them and fix your ravens in no time. Yes, but the store is located in the quarantine zone. So, I have nothing to worry about. I'm already infected. You contracting green lung isn't my concern. It's how you're going to get back out. The quarantine zone is designed to keep people from escaping. If I can find a way in, I'll just have to find a way out, won't I? Fine. While you're there, see if you can bring someone back with you. Someone who has been quarantined will make an ideal subject to test the cure on. I'll see what I can do. Good. Take this then. What is it? A 2-way communicator. They used to call them walkie-talkies. We can use them to stay connected while you're in there. Okay, das war jetzt ein bisschen viel. Ich versuche es trotzdem nochmal. Es wird dann eine längere Folge jetzt, weil wir das Gespräch natürlich noch zu Ende machen. Ja, also die Frage war ja, wie wir an Informationen kommen, und naja, also das Ministerium ist halt viel zu groß, um das halt mit den Rahmen zu untersuchen, deswegen musste sie halt da rein, um zu gucken, und er hat halt so wenig Rahmen, das würde Ewigkeiten dauern, nur noch 3 Stück, und daraufhin hat sie gesagt, sie will sich mal angucken, und hat festgestellt, dass das nicht so komplex ist, da fehlt dann halt nur so ein Servo drin, und dann ist er halt losgeflogen mit seinem Rahmen und hat halt gefunden, dass da noch so einen Laden gibt, der halt Modellflieger verkauft. Daher kennt sie das, weil sie das früher als Kind mit ihrem Freund die Dinger sich auch angeguckt hat. Und ja, das einzige Problem ist, dass es in der Quarantänezone liegt, und ja, dass es reinkommen nicht das Problem ist, aber rauskommen, weil die sollen ja da drin bleiben. Aber wir sollen es halt versuchen, und wenn wir gleich dabei sind, sollen wir halt auch nochmal eben schnell noch einen Infizierten mitnehmen, an der dann halt unser Testobjekt wird für die Heilung des Ganzen. Und wir haben noch ein Walkie-Talkie gekriegt, damit wir halt uns verständigen können. So. Weißt du über Tiberius? Can you tell me anything about Tiberius? Quite a bit. I've known him for a very long time. Since before the bombs, in fact. Was there anything specific you wanted to know? Och, gut, jetzt auch noch sowas hinterher. Ja, dann führen wir das Gespräch in der nächsten Folge weiter. Ich sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.